Frau Schneider, Sie erlebten im Laufe Ihres Lebens 2 Nahtoderfahrungen. Die erste im Alter von 20 Jahren. Wie kam es zu diesem Erlebnis? Ja, ich war eine junge, frisch verheiratete Frau und meine Leidenschaft waren die Pferde. Und ich ging ins Springtraining und hatte einen Unfall bei einer Gymnastikreihe. Der Trainer hat die immer höher und breiter aufgestellt. Eigentlich spürte ich, dass das Pferd langsam an seine Grenze kommt, aber wollte mich nicht äußern. Und am letzten Hindernis, bei einem breiten Ochser, ist es hängen geblieben an den Stangen und hat sich überschlagen. Und ich war drunter. Es ging ganz schnell. Zuerst spürte ich noch Schmerzen und dann war ich wie weg. Durch einen riesigen Tunnel in hoher Lichtgeschwindigkeit raste ich durch diesen Tunnel zum Licht. Es kam mir so vor, wie wenn ich ein Pünktchen Licht wäre und am Ende des Tunnels sah ich einfach dieses anziehende, grelle Licht. Da wollte ich hin. Ohne Halt. Es war wie in einer Rakete, also mit Wahnsinnsgeschwindigkeiten. Ich kam aber nicht bis zum Licht. Plötzlich hörte ich wieder Stimmen, der Trainer, der Sanitäter, und ich spürte meinen Körper. Überall tat es weh und sie haben mich in die Notfallstation gebracht. Ich wurde untersucht und man hat nichts herausgefunden. Sie wollten mich nach Hause schicken, es war Samstag vor Ostern. Ich war eigentlich schüchtern, aber ich stellte mich hin und sagte, ich gehe nicht nach Hause, ich habe solche Schmerzen in der rechten Seite. Und nachts um 10 kam dann der Oberarzt, hat eine Lavage gemacht und gesehen, da war nur noch Blut im Bauchraum und so wurde ich notfallmäßig operiert. Ich hatte einen Leberriss und ich war schwanger, ohne dass ich es wusste, in der 3. Woche. Nach der Operation war mir viel übel. Ich bekam Medikamente und als ich nach Hause ging, nach einer Woche, spürte ich, mein Körper hat sich verändert und ich machte einen Schwangerschaftstest. Nach vielen Gesprächen hat mir der Arzt gesagt, dieses Medikament, das ich bekommen habe gegen Übelkeit, macht Missbildungen an Föten, ich muss unbedingt abtreiben. Es war wirklich hart für mich, aber auch da spürte ich und vertraute der Natur, ich behalte das Kind. Und nun haben wir 2 Enkelinnen und die Tochter ist jetzt 36-jährig. Also, es hat sich gelohnt. Ja. Es ist gesund. Es ist alles gesund, ja. Ja, ich hatte da so eine Kraft bekommen. Obwohl ich schüchtern war, viele Sachen habe ich schon mit jung wirklich durchgezogen. Hat bereits dieses erste Erlebnis eine Veränderung bewirkt? Ja, genau. Ich hatte in mir die Kraft gespürt, dass ich gut bin, so wie ich bin. Haben Sie in diesem Tunnel noch mehr wahrgenommen als dieser riesige Tunnel und dieses Leben? Ja, die Sehnsucht einfach. Die Sehnsucht nach diesem Licht. Und das ließ mich nicht mehr los. Das war der Beginn meiner Suche. Ich musste herausfinden, was das war, was mich da so angezogen hat. Und so bin ich auf meinen Weg gegangen, viele Seminare besucht, Energiearbeit gemacht, mit den Pferden gearbeitet. Ich wollte alles wissen von den Pferden. Auch sie waren ein Spiegel für mich, haben mir viel beigebracht.
Und so entwickelte ich mich weiter. Später machten Sie noch einmal eine Nahtoderfahrung. Das war auch mit einem 5-jährigen Pferd. Das war sehr kitzlig und kaum berührbar. Es wollte auch keine Gamaschen hinten tragen oder beim Satteln hat es sich gewehrt. Und ich habe mit ihm gearbeitet und es hatte immer mehr Vertrauen und so, dass ich das bald vergaß, dass sie so kitzlig ist. Und eines Tages wollte ich einfach mal im Dressursattel reiten, habe gesattelt, ohne viel zu überlegen. Und es war Frühling, schönes Wetter. Und da habe ich mich zuerst noch draußen bewegt mit dem Pferd, um danach erst in die Halle zu gehen. Und plötzlich fing das Pferd an zu buckeln und losrennen. Und ich hatte keine Chance mehr, es zu führen. Aber in mir war so ein Gefühl, mir passiert nichts. Ich falle da nicht runter. Ich war wie in einem Betonklotz gefangen und das Pferd hat gebuckelt und war gerannt. Ich konnte auch die Zügelführung nicht mehr wahrnehmen. Ich war einfach wie versteinert auf dem Pferd und das Pferd ging auf einen Baum zu und in meiner Starre habe ich unter dem Baum den Kopf angeschlagen mit voller Wucht und es hat mich zu Boden geschmettert. Und das ging ganz schnell, plötzlich war ich oben und ich sah meinen Körper am Boden liegen. Und ich wurde wie geführt von einem Engel oder von einer lichten Energie. Und ich wusste, du hast jetzt eine Entscheidung zu treffen. Gehst du mit dem Wesen da hinter mir oder gehe ich zurück in meinen Körper? Ich hatte die Wahl. Und ich habe mich entschieden, plötzlich kamen mir meine 2 Töchter in den Sinn und ich habe gedacht, die brauchen mich noch. Ich gehe zurück. Und so ging ich wieder in meinen Körper. Also das ging so schnell, ich konnte es gar nicht fassen. Und ein Autofahrer kam vorbei und hat mich aufgeladen und nach Hause gebracht. Und zu Hause wollten sie mich ins Spital bringen, aber ich habe gesagt, nein, ich möchte mich einfach ausruhen, alles ist in Ordnung. Ich ging ins Bett, legte mich hin. Ich hatte schon Schmerzen, aber ich hatte die Sicherheit in mir, es wird alles gut. Ich weiß nicht wieso, das war einfach klar, du musst nicht zum Arzt, es kommt alles gut. Und ich war 3 Tage im Bett, habe mich ausgeruht, habe nur das Nötigste gemacht, so im Haushalt und mit den Kindern. Und kam langsam wieder zu mir, habe die Schmerzen angenommen und vertraut, dass alles gut wird. Bei dieser Nahtoderfahrung, wie weit weg waren Sie? Aus welcher Perspektive haben Sie das wahrgenommen? Das waren vielleicht, ich weiß nicht, 20 Meter. 20 Meter. Gar nicht so weit weg. Ja. Und diese Persönlichkeit, die Sie gespürt haben, war das einfach ein Spüren einer Gegenwart? Das war wie etwas hinter mir, wie eine Wolke oder lichte Energie, ein Engel vielleicht. Keine Ahnung, es war wirklich etwas ganz, ganz Feines, aber Präsentes. Diese innere Gewissheit, die Sie hatten, dass Sie nicht in ein Spital gehen müssen. Wie kam die zustande? Ich spürte einfach so eine Kraft in mir. Das hatte ich noch nie. Ich war so sicher. Also, ja, wie das erste Mal mit 20, als ich dem Arzt sagte, ich gehe nicht nach Hause. Und das war jetzt noch einmal noch kraftvoller. Ich war so sicher. Glauben Sie, dass man nach dem Sterben weiterlebt? Ja, die Energie geht weiter. Ja.
Da bin ich überzeugt, ja. Frau Schneider, was für Auswirkungen hatten diese Nahtoderfahrungen auf Ihr weiteres Leben, auf Ihre Entwicklung? Ja, ich wollte eigentlich meinen Weg gehen. Ich wusste, ich muss meinen Weg gehen. Ja. Und habe immer mehr mir vertraut und meine Sachen gemacht. Vorher habe ich für alle anderen geschaut. Und das war wirklich das Schlüsselerlebnis, dass ich zu mir stand und gesagt habe, ich ziehe mein Ding durch. Ja. Ich möchte jetzt wirklich das leben und weitergeben. Die Energiearbeit, die Arbeit mit den Pferden, das Wissen, was ich mir angesammelt habe in all den Jahren. Früher durfte man ja nicht über Energiearbeit reden, da hat es schnell geheißen, ja, die ist nicht ganz bei Sinnen. Und nun war die Zeit reif, wirklich hinzustehen und das zu kommunizieren. Das ist für mich jetzt auch das erste Mal, dass ich das so öffentlich mache hier. Ich gebe schon Seminare und so, aber das ist alles noch so im kleinen Rahmen, da fühle ich mich sicher. Also so auszutreten, das ist jetzt der Beginn hier. Es hat alles seine Zeit gebraucht. Frau Schneider, herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank Ihnen.